Mein Name ist Marien Striebel und ich beschäftige mich mit aquatischer Ökologie. Das heißt, ich beschäftige mich mit Organismen und ihrer Umwelt und der Interaktion zwischen Organismen und ihrer Umwelt. Es geht im Prinzip darum, dass wir Veränderungen in unserer Umwelt untersuchen. Wir schauen uns das Ganze im Wasser an, das heißt, wir schauen, was passiert mit dem Phytoplankton, also mit den Algen, den Primärproduzenten im Wasser, was passiert aber auch im weiteren Nahrungsnetz. Dann können wir das Ganze aber auch etwas größerskaliger machen. Da haben wir dann den Vorteil, dass wir natürliche Gemeinschaften untersuchen können und dafür nutzen wir zum Beispiel unsere Planktotrone, also unsere Indoor-Mesokosmen. Mesokosmen sind von der Umwelt abgeschlossene Versuchseinheiten. Meso steht dafür mittlere Größe, das heißt bei uns sind das 600 Liter. Und das bedeutet, dass wir hier von der Umwelt abgeschlossen Manipulationen machen können, zum Beispiel Temperatur verändern oder Nährstoffe verändern, was wir draußen in der Umwelt nicht machen können. Die Kombination aus praktischer Arbeit, aus Freilandarbeit, Laborarbeit, aber auch das Schreiben dann nachher, finde ich total spannend, weil es einfach so abwechslungsreich ist. Und dann halt auch die Interaktion mit den Studierenden, mit Doktoranden, dass man ein bisschen was von der Begeisterung, die man selber hat, einfach weitergeben kann. Marien Striebel ist eine hervorragende Nachwuchswissenschaftlerin. Sie hat grundlegende Arbeiten veröffentlicht zum Einfluss von Klimawandelfaktoren auf die Planktongemeinschaften. Aber sie hat eben auch die experimentellen Umgebungen dafür geschaffen und sie hat die Planktotrone aufgebaut. Das ist eine sehr große Anstrengung gewesen und aufgrund dieser Versuchseinheiten können wir jetzt hier an der Universität Oldenburg weltweit einzigartige Forschung machen, auch Leute einladen und damit wirklich grundlegende Erkenntnisse schaffen. Also über den Preis freue ich mich wahnsinnig, weil das eine super Auszeichnung ist, mich darin bestärkt in meiner Arbeit, dass es ja richtig ist, was ich mache. Und auch für das ganze Team, also die ganzen Leute, die hinter mir stehen, die mit mir zusammenarbeiten, ist es im Prinzip eine super Würdigung, weil wir damit gezeigt bekommen, dass wir gute Arbeit machen. Mein Name ist Antonietta Desio und ich benutze sehr kurze Lichtblitze, um die grundlegenden Prozesse der Lichtstromwandlung in Nanomaterialien zu untersuchen. Wir haben uns angeschaut, organische Materialien, die in den Aktivschicht von einer organischen Solarzelle zu finden sind. Wir hatten die Proben mit so sehr kurzen Lichtimpulse angeregt, also 10 Femtosekunden kurz. So ein Femtosekund ist 10 hoch minus 15 Sekunden, so ein Millionstel, eine Milliardstel Sekunden kurz. Licht kommt rein und regt diese Polymerkette an und dadurch werden so Elektronen angeregt. So ganz genau werden so Exitonen angeregt. Nach der Lichtanregung, die klassische Vorstellung ist, dass diese Exitonen so wie klassische Teilchen sich bewegen. Wir haben eigentlich gesehen, dass die Exitonen die Elektronen nicht einfach drüber hupfen, aber hin und her oszillieren zwischen Polymer und Fullerene. Und diese hin und her oszillieren könnte man nicht erklären mit so einer Darstellung als klassische Teilchen. Aber sondern sollte man die quantenmechanischen Welleneigenschaften der Elektronen berücksichtigen.
Sie guckt sich Prozesse an, die so schnell sind, dass man sie schlicht nicht sehen kann. Sie nimmt dazu hochentwickelte, von ihr selber aufgebaute Laserverfahren, um sich anzuschauen, zum Beispiel, wie sich Elektronen nicht als Teilchen, sondern als quantenmechanische Wellenpakete durch Solarzellen oder Plastikmaterialien bewegen. Warum ist das spannend? Naja, erstmal, weil man Dinge sieht, die vorher noch nie jemand anders gesehen hat, weil man schlicht Neuland in der Forschung betritt. Ob das später zu neuen Anwendungen, zu besseren Solarzellen oder zu besseren quantenmechanischen Sensoren führen wird, das ist etwas, was wir in den nächsten Jahren mit Spannung verfolgen werden. Ich freue mich, dass die UGO für unsere Arbeiten sich interessiert und dass die 2D-Spektroskopie diesen Preis würdigt.